Sarah und in diesem Video will ich dir ein bisschen was über das Intervallfasten erzählen und wie es bei Neurodermitis helfen kann. Kurz vorweg, die Begriffe Intervallfasten und intermittierendes Fasten dazwischen besteht kein Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen eine Unterbrechung der Nahrungszufuhr und werden somit als einheitliche Ernährungsweisen angesehen. Intervallfasten ist so etwas wie der kleine Bruder des Heilfastens, das seit den 70er Jahren recht bekannt ist. Während dem Fasten wird komplett auf Nahrung verzichtet und nur Wasser getrunken. Bei dem Intervallfasten verzichtet man während eines gewissen Zeitraums ganz oder teilweise auf Nahrung und trinkt dazu auch ganz viel Wasser. Man unterscheidet im Wesentlichen 3 verschiedene Methoden. Das erste ist die 10-in-1-Methode. Da besteht ein täglicher Wechsel zwischen der normalen Zufuhr und dem Verzicht an Nahrung. Man trinkt nur Flüssigkeit. Das Intervallfasten 5:2 ist die normale Aufnahme von Nahrung an 5 Tagen und an 2 beliebigen Tagen wird die Nahrungszufuhr auf 500 Kalorien reduziert, die man über eine gesunde und ausgewogene Kost aufnehmen sollte, um Nährstoffverluste möglichst gering zu halten. Der 16-in-8-Diät wird 8 Stunden lang gegessen und 16 Stunden verzichtet. Die Vorteile des Intervallfastens: Es ist einfach zu planen und bietet eine sehr, sehr hohe Flexibilität, da es sich einfach in den Alltag integrieren lässt. Es hat eine reinigende und heilende Wirkung durch die längeren Phasen ohne Aufnahme fester Nahrung und kann auch bei Neurodermitis zu einer Verbesserung der Haut führen. Zudem nimmt die allgemeine Widerstandskraft des Körpers zu. Warum ist es so? Das liegt an der sogenannten Autophagie. Das ist eine Art Recyclingfunktion beschädigter Zellen und die setzt nach ca. 12 Stunden ohne Nahrungsaufnahme ein und bildet eben diesen Grundstein der gesundheitsförderlichen Wirkung des Fastens. Zellen, die bereits geschädigt wurden, werden vom Körper erneuert oder zerstört und dieser Prozess kann eben nur eintreten, wenn der Körper nicht mehr mit Verdauungsprozessen beschäftigt ist. Gleichzeitig wird der Darm entlastet, Entzündungen können besser abheilen und da 70% unseres Immunsystems über den Darm gesteuert werden, kann dies ebenfalls positiven Einfluss auf die Neurodermitis haben. Was sind die Nachteile? Gerade am Anfang kann es dazu kommen, dass man unter Müdigkeit, schlechter Laune, Schwindel und Kopfschmerzen leidet und deshalb ist es vor allem in Bezug auf Schwindel und Kopfschmerzen ganz, ganz wichtig, dass man genug Flüssigkeit in Form von Wasser oder ungesüßten Tees zu sich nimmt, um den Kreislauf stabil zu halten. Wichtig ist, dass Frauen, die stillen und Schwangere sowie Menschen, die unter Essstörungen leiden, das Intervallfasten nicht als Ernährungsweise priorisieren sollten und dass Menschen mit einer chronischen Erkrankung unbedingt erstmal noch ihren Arzt aufsuchen sollten, bevor sie mit dem Intervallfasten anfangen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Tschüss!